Hallo, heute würde ich ganz gerne über Organisationsbasisdaten oder Organisationsstammdaten sprechen. Und ich kann mir schon vorstellen, wo jetzt der eine oder andere, die eine oder andere denkt, oh Gott, was könnte öder sein als das? Aber ich möchte das tatsächlich etwas motivieren, weil es nämlich ein ganz wichtiges Thema ist für insbesondere auch industrielle Datenökosysteme. Auf Englisch wird das manchmal beschrieben mit Organizational Identities oder eben halt auch Trusted Organizational Data oder Trusted Business Partner Data. Und auf der einen Seite mag der ein oder andere sagen, naja, das klingt ja schon mal ein bisschen cooler, obwohl es ja tatsächlich im Wesentlichen nur die englische Übersetzung ist, aber es zeigt eben halt auch ein bisschen die Herausforderung, dass hier nämlich unterschiedliche Dinge miteinander in Beziehung gebracht werden. Aber bevor wir da einsteigen, will ich vielleicht ein Stück weit noch sagen, worum es denn eigentlich geht. Bei industriellen Datenökosystemen finden sich ja verschiedene Unternehmen in eben einem Ökosystem zusammen, um eben halt Ziele zu erreichen, die sie alleine nicht erreichen können. Eben halt eine gewisse Innovation voranzubringen, zum Beispiel den Einstieg in die Kreislaufwirtschaft zu bewältigen oder eben halt auch gewisse Lasten gemeinsam zu tragen. Also zum Beispiel die Nachverfolgbarkeit von Teilen oder auch die Einhaltung von behördlichen Auflagen in einer Lieferkette zu realisieren. Und es ist dann, wenn man dort genau hinschaut, geht es natürlich darum, dass verschiedene Teilnehmer in so einem Ökosystem ihre Daten miteinander tauschen, weil eben nicht einer alleine alle Daten hat. Darüber hatten wir ja schon in einigen anderen Gelegenheiten auch schon häufig gesprochen. Aber wenn man sich das genau anschaut, geht es tatsächlich eigentlich um zwei Geschäftsobjekte, die zentral sind für industrielle Datenökosysteme. Und das sind auf der einen Seite natürlich die Teile, die Produkte, die Materialien, um die es geht. Zum Beispiel ein Automobil oder auch in der Möbelwirtschaft eben ein Tisch, der eben halt einen gewissen Lebenszyklus durchläuft und eine gewisse Stückliste hat, weil bestimmte Teile von Zulieferern kommen und so weiter. Und dann liefere ich diese Dinge auch an den Kunden aus. Und ich kann dann aus der Nutzung letzten Endes zum Beispiel beim Automobil natürlich auch Daten erfassen, die mir dann wiederum erlauben, auch Rückschlüsse zu ziehen über den Status zum Beispiel der Batterie bei einem elektrischen Fahrzeug und. Also es geht letzten Endes einerseits um die Teile, die Materialien, die Produkte, die typischerweise in Stücklisten letzten Endes angeordnet sind und die man eben halt über den Produktlebenszyklus irgendwo halt auch bewirtschaften muss. Also man muss Daten über den gesamten Produktlebenszyklus haben. Also Geschäftsobjekt 1, Produkte, Produktdaten, die diese Geschäftsobjekte repräsentieren. Und das Zweite sind eben halt im Wesentlichen die Zulieferer oder vielleicht allgemeiner formuliert also die Businesspartner, weil das eben nicht nur Zulieferer sein können, sondern zum Beispiel auch Kunden. Haben wir ja gerade gehört von Kunden, die beispielsweise dann Autos benutzen, wollen wir ja auch Daten haben, weil wir eben Rückschlüsse ziehen wollen über halt die Nutzung von bestimmten Komponenten, also über den gesamten Lebenszyklus hinweg. Also festzuhalten bleibt, es gibt eben zwei Geschäftsobjekte, die wirklich relevant sind und aus denen sich faktisch alle anderen Anforderungen an das Datenmanagement ableiten können. Eben auf der einen Seite die Produktdaten und auf der anderen Seite die Geschäftspartner oder die Organisationsdaten. Und über Letzteres will ich gerne sprechen. Denn wenn wir uns auf Organisationsbasisdaten, Organisationsstammdaten konzentrieren, beschreiben die ja faktisch die Unternehmen, die mitmachen bei einem Ökosystem. Und es ist ja so, dass wir in einem Ökosystem sehr dynamische Kontexte haben. Also in erster Linie müssen sich Organisationen identifizieren und müssen also sagen, wie sie heißen sozusagen, und welche Merkmale sie haben, also zum Beispiel welche Rechtsform, welche Adresse ihr Hauptsitz ist und so weiter, damit man dann als Datenökosystem sagen kann, okay, ich schaue mir quasi an, wie sich jemand identifiziert und dann authentifiziere ich ihn. Also ich gucke halt, ob die Daten wirklich stimmen zu dem, was ich erwarte. Also ob die Adresse die richtige ist, ob die BMW AG die BMW AG ist und so weiter. Und erst danach kann ich im dritten Schritt halt sagen, ich autorisiere dann eben halt diese Organisation, bestimmte Dinge zu tun in meinem Datenökosystem. Also zum Beispiel Daten zu dem Product Carbon Footprint anzufragen oder eben auszutauschen. Und diese Thematik wird eigentlich unter dem ganzen Begriff Identitätsmanagement
verfolgt, ermöglicht, umgesetzt. Also wir sind hier eigentlich dabei, dass wir Identitäten erfassen und dann überprüfen, verifizieren. Also das macht zum Beispiel auch Gaia, indem man sich eben fragt, naja, ich kriege ja diese Daten und die würde ich gerne verifizieren lassen, jemandem, dem ich vertraue. Das können zum Beispiel öffentliche Registraturen sein, zum Beispiel öffentliche Agenturen, die Legal Entity Identifier verwalten oder auch Handelsregister. Also ich verifiziere, stimmt das sozusagen, was jetzt die BMW AG mir sagt, hat die wirklich ihren Hauptsitz da in München und so weiter. Und erst wenn ich das verifiziert habe, kann ich dann eben sagen, okay, das ist jetzt tatsächlich auch authentifiziert und autorisiert. Und diese ganze Thematik, wie gesagt, stammt eigentlich aus dem ganzen Themenfeld Identitätsmanagement. Und damit auch Security im weitesten Sinn. Hat also auch von der Forschung her einen ganz großen Strang in, wie gesagt, Identitätsmanagement und Informationssicherheit, Cybersecurity. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass an diesen Organisationen nicht eben nur die, sagen wir mal, Handelsregisternummern hängen und eben halt diese Legal Entity Identifier oder der Name der Firma, sondern auch ganz viele Informationen, die aus allen möglichen Geschäftsprozessen relevant sind. Zum Beispiel, was sind Standorte des Unternehmens? Was ist mit Tochterfirmen? In welchem Verhältnis stehen die sozusagen zur Muttergesellschaft? Hat quasi der Standort in Land XY auch die aktuelle TISAX-Zertifizierung? Also kann ich mit dem eigentlich Business machen? Was ist eine Bankkontonummer, für die ich bei einem Lieferanten Geld überweisen soll? Stimmt die? Und diese Informationen hat man in der Vergangenheit immer aus der Sicht des Datenqualitätsmanagements, Stammdatenqualitäts betrachtet. Also man hat sich überlegt, wie kann ich jetzt prüfen, ob diese Information richtig ist. Also zum Beispiel bei der Adresse nicht der Muttergesellschaft, also der Legal Entity, sondern einer Betriebsstätte, weiß ich von Unternehmen, die tatsächlich bei Google Maps gucken und sagen, ah ja, da ist offensichtlich eben tatsächlich eine Fabrik und das sieht so aus, als sei das eben von diesem Unternehmen. Es haben sich auch Dienstleister herausgebildet. Ganz prominent ist die Firma Dun & Bradstreet, die das schon, ich glaube, seit 100 Jahren macht, diese Daten zu verifizieren. Es gibt ein paar neuere, wo auch sehr viel gerade Konsolidierung im Markt ist, um sicherzustellen, dass man eben halt diese Daten aus Datenqualitätsgesichtspunkten korrekt hat, weil nur dann kann man eben halt auch seine Prozesse bewirtschaften. Es gibt zum Beispiel auch ein Unternehmen, was ich selber mitgegründet habe, die CDQ AG in der Schweiz, die dazu einen Data-Sharing-Ansatz nutzt. Also viele Unternehmen tun sich zusammen, die ähnliche Lieferanten haben und überprüfen sozusagen, stimmen diese Stammdaten. Und wenn einer sagt, ja, pass auf, hier hat sich was geändert, dann wird das allen anderen gleich zur Verfügung gestellt. Und Cofinity X beispielsweise bei Catena X macht das eben auch. Worauf ich hinaus will, ist, dass wir feststellen, dass wir also eigentlich zur Beschreibung desselben Geschäftsobjekts, also dieser Organisation, der Businesspartner, die Firma, die mitmacht in einem Industrial Data Ecosystem, eigentlich zwei Stränge aus der Forschung und Entwicklung zusammenbringen müssen. Nämlich einmal den ganzen Bereich aus dem Bereich Identity Management, also jemand als eine Organisation zu identifizieren und dann zu autorisieren. Und dann auf der anderen Seite das Datenqualitätsmanagement, was eben für die anderen Daten, die sich sozusagen als Attribute an diesem Objekt Organisation noch ergeben, tatsächlich die Qualität sichert. Und aus unserer Sicht ist interessant, dass diese beiden Stränge bisher eigentlich gar nicht zusammengekommen sind. Wenn ich aber eine integrierte Sicht auf die Mitglieder eines Ökosystems, eines Datenökosystems haben will, müssen wir beides zusammendenken. Und deshalb sind wir als Fraunhofer ISST sehr interessiert daran, einen Beitrag zu leisten zur Entwicklung eines Trusted Organizational Data Models. Weil nur dann, wenn wir das integriert betrachten, werden wir einerseits die notwendigen Informationen haben, dass sich, um Unternehmen zu autorisieren, mitzumachen bei einem Datenökosystem, aber eben halt auch tatsächlich die notwendigen Datenqualitätsmaßnahmen ergreifen, um sicherzustellen, dass die diversen Attribute, mehrere Dutzend Attribute, wirklich richtig sind. Denn nur dann können wir tatsächlich auch die Prozesse ausüben, die in einem industriellen Datenökosystem halt unterstützt werden sollen. Ja, also man sieht, komplexes Thema, eigentlich ein sehr öder Begriff, wie gesagt, Organisationsbasisdaten, Organisationsstammdaten oder im Englischen Trusted Business Partner Data oder Trusted Organizational Data, aber eben von enormer Bedeutung. Warum? Diese Daten sind
in allen industriellen Datenökosystemen eigentlich gleichermaßen relevant. Das heißt, sie haben ein hohes Skalierungspotenzial, weil es eben Grunddaten, Stammdaten sind. Und da ist es erstmal unabhängig von der Frage, ist das jetzt ein Ökosystem in der Automobilwirtschaft oder letzten Endes in der klassischen Maschinenbau oder in der Logistik. Diese Daten braucht jeder. Und wenn wir Dienste entwickeln, die es erleichtern, in Datenökosystemen diese Informationen besser zu bewirtschaften, gemeinsam hat das unheimliches Skalierungspotenzial. Und jedes Unternehmen, was mitmacht, hat sofort Nutzen, weil, und damit will ich schließen, ein ödes Thema, aber Pain in the Neck, wie man neudeutsch sagt, für fast jedes Unternehmen. Und damit würde direkt echter betriebswirtschaftlicher Nutzen gestiftet. Und das ist das, was uns am Fraunhofer ISST motiviert.